Wenn Adorno die Dialektik zur denkenden Konfrontation von Begriff und Sache erklärt, dann macht er damit zwar auf ein Problem aufmerksam, dass nämlich Begriff und Sache nicht so einfach identifiziert werden können, wie das die Positivisten und Realisten tun, aber er tut gleichzeitig so, als könnte die Dialektik das Problem auf objektive Weise lösen. Und das ist nicht der Fall. Dialektisch werden die Begriffe lediglich so zurechtgebogen, wie sie für die eigenen Zwecke am besten passen. Diese Begriffsschieberei hat aber nichts mit folgerichtigem Denken zu tun. Für Deleuze war Nietzsche die Offenbarung, die ihn aus dem Schlummer der Dialektik erlöst hat. Abgesehen von Deleuze konnten sich aber in den letzten 100 Jahren nicht viele Intellektuelle dem Bann der dialektischen Begriffskunst entziehen. These, Antithese, Synthese, nach dieser Gliederung werden noch heute Schulaufsätze abgefasst. Der Dialektik wurde irrtümlicherweise das Kunststück zugeschrieben, auf logischem Weg Individuum und Allgemeinheit zu vereinen. Die Sache hat nur einen Haken, wie auch Solschenizyn richtig bemerkt. Mit der Dialektik lässt sich alles aus allem ableiten, aber auch alles rechtfertigen. Lyotard ist vor allem daran gelegen, die Gegensätze abzuschaffen, die ja überhaupt nur durch den Glauben an eine höhere Einheit zu solchen werden. Damit ist aber auch die Kritik preisgegeben. Lyotard lässt nur noch Narrative, das heißt Erzählungen gelten, die er in Sprachspielen verortet. Bei Lyotard, und das ist ein wesentlicher Widerspruch zur Inkommensurabilität, heißt das Kunststück Gefühl. Es gibt für ihn das Gefühl für etwas Unmittelbares, das sich jeder begrifflichen Fixierung und einer dialektischen Vermittlung entzieht. Aber das ist Unsinn. Die Feststellung eines Gefühls ist ja schon vermittelt und er urteilt aus einer Empfindung und schon die Empfindung ist als Bewusste eine abstrakte Vereinigung verschiedener Nervenimpulse. Mit seinem Gefühl für das Unmittelbare bleibt Lyotard der Moderne verhaftet und wird dem Prinzip der Inkommensurabilität untreu. Weil Lyotard nicht zwischen logischer Inkommensurabilität und Heterogenität unterscheidet und heterogen nennt, was inkommensurabel ist und umgekehrt, kommt es zu einer unzulässigen Verallgemeinerung, die grundlegende Widersprüche in seinem Denken verursacht. Weil eine absolute Versöhnung unmöglich ist, soll auch eine subjektive Synthese aus pragmatischen Gründen obsolet werden. Wenn aber in den Sprachspielen immer nur auf den Widerstreit aufmerksam gemacht wird, ohne dass eine Vereinbarung zustande kommt, wird das nicht, wie von Lyotard beabsichtigt, die Diskussion permanent in Gang halten, sondern sie als ergebnislos abwürgen. Das Aushalten der Inkommensurabilität allein ist kein erstrebenswertes Ziel für Menschen mit praktischen Interessen. Es gibt aber auch postmoderne Denker wie den Soziologen Zygmunt Baumann, die trotz Lyotards Ablehnung der Dialektik auf Ambivalenz setzen. Allerdings ohne eine Versöhnung der Gegensätze. Baumann will die traditionelle Logik von Eindeutigkeit und Binarität überwinden, indem er die Ambivalenz zum Feind der Moderne macht. Massenmorde sind im Namen der Eindeutigkeit begangen worden, so Baumann. Baumanns Ambivalenz ist ganz dialektisch modern, das Produkt eines logischen Bezugs zu einer höheren Einheit. Erst dieser an sich Bezug macht die Ambivalenz logisch möglich.
Der Mensch an sich ist gut und böse zugleich. Vögelgezwitscher ist wunderschön und nervig zugleich, aber eben immer nur an sich. Eine Frau ist nicht schwanger und nicht schwanger zugleich, weil es hier kein an sich gibt. Baumanns Ambivalenzbegriff ist ein treffendes Beispiel für Lyotards Warnung, dass man die Moderne nur verstärkt, wenn man sie mit ihren eigenen Mitteln bekämpft. Von einer Ambivalenz als Feind der Moderne kann überhaupt keine Rede sein. Gerade die Auffassung von Verhältnissen, die widersprüchlich, mehrschichtig und ambivalent sind, trägt wie nichts anderes dazu bei, den Realismus zu stärken und damit die Moderne. Alles, was einfach nur ist, trägt den Stempel der logischen Allgemeinheit und damit des Absolutismus. Und wenn dieser Ist-Zustand auch noch ambivalent ist, dann kommt niemand mehr zu einem klaren Urteil, weil alles in der Schwebe bleibt. Besser könnte es für die Machthaber gar nicht laufen. Mit der Ambivalenz im Denken kommen auch Paralyse und Passivierung. Die philosophische Auseinandersetzung zwischen Postmoderne und Moderne spitzt sich hauptsächlich auf eine Kontroverse zwischen Habermas und Lyotard zu, an der Differenzen, aber auch die Gemeinsamkeiten deutlich werden. Gemeinsam ist beiden die Ablehnung einer fundamentalistischen Erkenntnistheorie, aber auch ein Hang zum Objektivismus. Ein Widerspruch, der immer wieder deutlich wird. Habermas als typischer Vertreter der Moderne kommt etwas ausführlicher hier zu Wort, weil seine logischen Konstruktionen recht klar zeigen, was in der Moderne philosophisch schiefgelaufen ist. Der Weg von Habermas, auf dem er schließlich in seiner Kommunikationstheorie landet, beginnt bei einer Schrift aus dem Jahr 1968, Erkenntnis und Interesse. Im Nachwort von Erkenntnis und Interesse von 1973, 5 Jahre nach der Erstauflage, bedauert Habermas, dass er nicht hinreichend zwischen Problemen der Gegenstandskonstitution und Geltungsproblemen unterschieden hat. Und das holt er jetzt unter dem Abschnitt 3 eines umfangreichen Nachworts nach. In diesem Nachwort ist die Grundeinstellung von Habermas, die sich über die Jahre hinweg nicht grundsätzlich geändert hat, übersichtlich unter dem Titel Objektivität und Wahrheit zusammengefasst. Die Objektivität wird auf Fragen der Gegenstandskonstitution bezogen und die Wahrheit auf Geltungsprobleme. Diese Unterscheidung ist bei Habermas ganz wesentlich. Beides, Objektivität und Wahrheit, darf nicht miteinander verwechselt werden. Auf der einen Seite sind es Erfahrungen, die mit dem Anspruch auf Objektivität auftreten, während es bei Propositionen um Aussagen geht, die mit dem Anspruch auf Wahrheit auftreten. Ein propositionaler Gehalt im Wahrheitsdiskurs ist weder ein Ding noch ein Ereignis, das in der Welt datiert und lokalisiert bzw. erfahren werden kann. Unter Erfahrung versteht Habermas identifizierbare Dinge und Ereignisse einer handlungsbezogenen Lebenspraxis. Die Objektivität dieser Erfahrungen besteht darin, dass sie intersubjektiv geteilt werden können. Wahrnehmungen sind objektiv, weil sie durch eine intersubjektiv geteilte Struktur der Gegenstände gesichert sind.
können Erfahrungen nicht intersubjektiv geteilt werden. Das heißt, findet eine Erfahrung in einem lebenspraktischen Zusammenhang keinen Konsens, dann hat man es laut Habermas mit einer Täuschung oder einem Irrtum zu tun. Von der objektiven Erfahrung unterscheidet Habermas die vermeintliche Erfahrung, die bloß eine subjektive Meinung ist. Die Objektivität eines Erfahrungsinhalts hängt überhaupt nicht von Argumenten ab, sondern von Bestätigungen in einem praktischen Handlungskontext. Im Gegensatz zur diskursiv nachprüfbaren Geltung einer Theorie leitet sich die Objektivität von Wahrnehmungen nicht von einer Argumentation ab. Die Objektivität der Wahrnehmung ist in einem Konsens bezüglich der Bedingungen der Gegenstandskonstitution festgelegt. Bedingung von Argumentation bzw. Wahrheitsfragen ist, dass diskursiv geprüfte Systeme von Aussagen vorhanden sind, die als Norm dienen. Eine behauptete Erfahrung ist demnach etwas anderes als die Wahrheit einer behaupteten Aussage. Der Anspruch auf Wahrheit wird in Diskursen problematisiert und wenn eine solche Aussage nach einer diskursiven Prüfung für wahr erklärt wird, darf von einer Tatsache gesprochen werden. Tatsachen sind existierende Sachverhalte, die in Aussagen behauptet werden, die es nur in Diskursen gibt. Wenn jemand behauptet, dass Tatsachen Sachverhalte sind, die existieren, dann ist damit nicht die Existenz von Gegenständen gemeint, sondern die Wahrheit propositionaler Aussagen. Lebenspraktische Erfahrungen, die von der Welt, den Dingen, Ereignissen oder Personen gemacht werden, sind keine Tatsachen. In den Bereich der Erfahrung fallen die Wahrnehmungen. Wahrnehmungen können bei Habermas nicht falsch sein, sie werden von einem Erlebnis sinnlicher Gewissheit begleitet. Objektivität kommt den Erfahrungen Kraft des kategorialen Rahmens zu, in dem eine Erfahrung a priori als eine Erfahrung mit Gegenständen in der Welt interpretiert wird. Die Objektivität zeigt sich am kontrollierbaren Erfolg einer praktischen Handlung. Wenn also ein Sachverhalt behauptet wird, dann hat das nichts mit einer lebenspraktischen Erfahrung zu tun. Ein Sachverhalt wird durch eine erfolgreiche Argumentation in einem Diskurs legitimiert. Die Objektivität einer Erfahrung zeigt sich am erfolgreichen Handeln, an den Reaktionen der Wirklichkeit auf Handlungen, am Widerstand, der irgendwelchen Absichten entgegensteht. Die Wahrheit von behaupteten Aussagen dagegen bestätigt sich am argumentativ erzielten Konsens. Was Habermas hier ausführt, ist der reinste Pragmatismus. Was zählt, ist der Erfolg. Der Erfolg definiert die Objektivität von Erfahrungen, wie er die Wahrheit von Aussagen bestimmt. Es ist einzig der praktische Nutzen, der darüber entscheidet, ob etwas objektiv oder wahr ist. Das hat aber mit Wissenschaft und Logik nichts mehr zu tun. Genauso gut könnte man die Begriffe Objektivität und Wahrheit abschaffen. Dieser Etikettenschwindel macht nur bei denen Eindruck, die sich partout nicht von der alten Ordnung trennen wollen. Habermas behauptet, dass die Objektivität der Erfahrung in einer Theorie der Gegenstandskonstitution geklärt werden kann. Geklärt wird dabei aber nichts anderes, als dass willkürlich festgelegt wird, welche Definition des Begriffs Gegenstand am zweckdienlichsten ist, und das ändert sich dann von Fall zu Fall. In Bezug auf die Frage der Wahrheit verspricht Habermas zwar eine gründliche diskursive Prüfung,
aber auch die wird vom Erfolg dominiert, weil allein geprüft wird, ob eine Wahrheit zum Ziel führt oder nicht, um eine Geltung zu legitimieren. Was das für Ziele sind, spielt überhaupt keine Rolle. Das alles hat, wie gesagt, mit Erkenntnis und Rationalität nichts mehr zu tun. Hier geht es nur noch um das Interesse. Wenn Habermas sich später um eine Normierung von Rationalität bemüht, so zeigt das nur, dass er das ethische Problem sieht, ohne jedoch die Rationalität als neutrales Unternehmen aufgeben zu wollen. Er sucht seinen Konsens weiter auf einem kognitiven Boden, obwohl die Probleme ethische sind. Habermas redet von einem letzten Rest an Utopie, der an den offenen Streit gebunden ist, der allein den gordischen Knoten unlösbarer Probleme zerhauen kann. Aber den gordischen Knoten hat er sich selbst geschaffen, weil er die Erkenntnis vom Interesse trennt, wie Descartes den Geist vom Körper getrennt hat. Dieser Mythos vom zweckfreien Wissen ist ein Hauptmerkmal der Moderne. Wenn Habermas dann die Kritik der Bedingungen, die eine rationale Verständigung ermöglichen, zur vorrangigen Aufgabe erklärt, dann ist sein Vorhaben bereits mit dem Ansatz gescheitert. Wer nämlich den Erfolg zum Prüfstein von Objektivität und Wahrheit nimmt, ist in erster Linie praxisorientiert und agiert auf ethischem Boden. Habermas bedient sich eines abstrakten Gespensts, das man schon von Kant kennt. Der Prüfstein zur Absegnung von Geltungsansprüchen heißt jedermann. Im Nachwort, Seite 389, heißt es, die Objektivität einer Erfahrung bedeutet, dass jedermann mit dem Erfolg oder Misserfolg bestimmter Handlungen rechnen kann. Und die Wahrheit einer in Diskursen behaupteten Proposition bedeutet, dass jedermann mit Gründen veranlasst werden kann, den Geltungsanspruch einer Behauptung als berechtigt anzuerkennen. Eine Beschreibung ist bei Habermas ein praktischer Prozess, mit dem Erfahrungsgegenstände identifiziert werden. Dagegen gibt es für prädikative Bestimmungen, die in Sätzen auftreten, keinen entsprechenden Referenten in der Welt, auf den Bezug genommen werden kann. Die Begriffe im theoretischen Diskurs beziehen sich immer nur auf andere theoretische Begriffe, sodass die Lebenswelt mit ihren objektiven Erfahrungen sich von der Wahrheit theoretischer Aussagen grundsätzlich unterscheidet. Habermas hält elementare Beobachtungsaussagen wie dieser Ball ist rot für eine diskursiv nachprüfbare Tatsache. In der objektiven Erfahrung, die man mit einem roten Ball macht, zeigt sich die Tatsache, dass der Ball rot ist, so Habermas. So ein roter Ball unterscheidet sich aber nur dann als rot, wenn er unter einem blauen, grünen oder gelben Ball zur Auswahl steht. Nicht aber, wenn ein himbeerroter Ball, der ins Bräunliche übergeht, und ein karminroter Ball, der mit Gelb gemischt eher ins Orange geht, miteinander verglichen werden. Da kann es dann nämlich sein, dass die einen den braunen und die anderen den orangen als rot bezeichnen. Auch wenn Objektivität und Wahrheit grundlegend zu unterscheiden sind, gibt es bei Habermas dennoch eine Verwandtschaftsbeziehung zwischen beidem. Und zwar über die Strukturen sprachlicher Intersubjektivität. Habermas nennt es die Metakommunikation interpersonaler Beziehungen, über die eine Verständigung zwischen lebenspraktischen Erfahrungen und propositionalen Gehalten zustande kommt. Es handelt sich hier um eine sogenannte humanspezifische Verschränkung von kognitiven Leistungen und Handlungsmotiven.
Habermas ist also um keine Konstruktion verlegen, wenn es darum geht, einen diskursiven oder lebenspraktischen Konsenserfolg zu verbuchen. Er macht die Sprache zu einer Art Transformator, der psychische Vorgänge wie Empfindungen, Bedürfnisse und Gefühle in Strukturen sprachlicher Intersubjektivität verwandelt. Empfindungen werden auf diesem Weg zu Wahrnehmungen, die dann mit einem Objektivitätsanspruch auftreten können. Ich weiß nicht, inwiefern sich diese Auffassung noch von irgendeinem reflexionslosen Positivismus unterscheidet. Wünsche können als objektiv geäußert werden, sofern sie verallgemeinerbare Interessen ausdrücken. Die Objektivität von Verboten und Bewertungen ist durch eine intersubjektive Verbindlichkeit von Handlungsnormen gesichert. Die Verallgemeinerbarkeit von Interessen und Bewertungen hängt von den Normen und Werten ab, die unter gegebenen Umständen eine intersubjektive Anerkennung finden, das heißt diskursiv eingelöst werden. Wenn Habermas in seinem Nachwort also bedauert, dass er nicht genug zwischen Gegenstandskonstitution und Geltung unterschieden hat, dann ist dieses Bedauern fehl am Platz, weil ja in jedem Fall einem Konsens erzielter, also auf Konvention beruhender, pragmatischer Erfolg ausschlaggebend ist. Ob es sich nun um eine Gegenstandskonstitution oder um eine Geltung handelt. Ein Zweck oder ein Interesse, das ja maßgeblich dafür ist, was als Erfolg verstanden wird, lässt sich aber so nicht begründen oder moralisch rechtfertigen. Alles ist Vereinbarung, auch die Normen, die dann für Ordnung sorgen sollen, weil man sich an sie zu halten hat. Der Willkür und damit dem Machtinteresse sind nur scheinbar Grenzen gesetzt. Habermas gibt zwar vor, den Rationalitätsdiskurs der Moderne weiterentwickeln zu wollen, aber für einen Konsens in der Lebenswelt ist logische Widerspruchslosigkeit keine Bedingung. Wenn man es mit schlampigen Diskursteilnehmern zu tun hat, dann können alle möglichen Konsense und Normen zustande kommen und die sind dann auch noch alle geprüft, aber eben schlampig. Erfahrung ist, was Erfolg verspricht und für die Wahrheit, den Konsens und die Normen gilt dasselbe. Nur die Erfolgreichen kommen ins Körbchen.